I think like all the fantastic, wonderful composers today and of the past, I think he combines rhythm and harmony in a beautiful and unique way. Ja, Thomas ist sehr genau, sehr präzise, sehr aufs Detail bedacht, aber trotzdem flexibel. He always keeps reinventing things he wants to add to what he's already written and to what we're doing. Working with Thomas was always really natural and easy, I think so. Also wie das Werk dann klingt, ist natürlich sehr von den Interpreten abhängig. Manchmal klingt es so, wie man es sich vorstellt, dann ist es okay. Manchmal ist man positiv überrascht, dann ist es sehr okay. Das führt dahin, dass wie ich mich als Komponist auch sehe. Also ich denke nicht, dass ich der bin, der sozusagen einen Marmorblock als Resultat herstellt und that's it, weil Musik immer was Lebendiges ist. Und deswegen ist es auch möglich, dass man dann eben im eigenen Stück auch etwas entdeckt, was man im optimalen Fall selber gar nicht vorhergesehen hat. I find Thomas' music very special because it's very colorful. I would rather say actually not colorful, but a lot of shadows. I would say also that it's actually music of nature. I think his music, for me, I would say is defined by these two elements existing together, this beautiful lyricism with a sort of interesting harmonic language. Der Impuls, also selber zu komponieren, war immer da. Ich habe immer komponiert, nur das hat nicht so in die Schemata der neuen Musik gepasst. Erst später habe ich gemerkt, dass auch andere mit Wasser kochen. Ja, eine fixe Vorstellung von einem Werk zu haben, bevor man überhaupt damit anfängt, ist uninteressant für mich. Das Klavier ist für mich ein Sonderfall, weil das Klavier wirklich das Instrument ist, mit dem ich aufgewachsen bin. Und natürlich wollte ich bei meinen Kompositionen zuerst einmal das Klavier zerstören. Ja, also je nach Stück sind verschiedene Präparationen vorgesehen. Ich habe hier einmal einen Hammer, mit dem ich von oben auf die Saiten draufschlage, wie bei einem Hackbrett. Ich habe hier aber auch Gummikeile und Patafix, mit denen die Saiten je nach Register halt gedämpft werden, genauso wie so ein Tape. Und ich habe hier auch noch so ein Metallstück, was hier vorne so ein bisschen geschützt ist, wo ich dann auch auf die Saiten draufdrücke, damit sich der Klang verändert. Gleichzeitig wird durch diese Art der Präparation ein Klavier eher ein zweites, drittes Schlagzeug, denn er ist changiert so zwischen Melodieinstrument und Schlagzeug. I think we understood each other really fast, and so it's a huge pleasure, and it's a huge pleasure to have with us a composer who really know what he wants, and with a beautiful ear too. So it's easy and warm to work with Thomas. I think one can really get the sense of who Thomas is as a human being really by listening to his music. It's very honest. There's no pretense about it. It doesn't pretend to be anything that it isn't. Wenn 1000 Leute im Saal sitzen, dann hören 1000 Leute ein verschiedenes Stück, weil jeder und jede das anders prozessiert. Für jeden ist diese Musik dann etwas anderes. Und alle, die das noch nie gehört haben, für die ist es neu. Und ob das jetzt aus dem 13. Jahrhundert oder aus dem 21. stammt, das ist doch das Privileg unserer Zeit, dass wir das alles wirklich erfahren können. Musik hat natürlich auch sehr viel mit Raum und der Illusion von Räumen auch zu tun. Ich finde es super, dass so viel Liebe auch in diesen sogenannten kleinen Saal, den Kammermusiksaal, gelegt worden ist, weil das doch auch zeigt, dass das eben diese Kammermusik und die klein besetzte Musik eigentlich der Ursprung der Musik ist eigentlich, oder dieses Labor darstellt.
Und im großen Saal habe ich meine Musik sehr transparent und sehr direkt und eben sehr nahe erlebt. Und auch diese Nähe gerade dieser Säle, wie es die Elbphilharmonie eine ist, diese Kochtopfsäle, das ist schon, finde ich schon auch gut und wirklich super.